Da sind wir dann wieder. Und auf zur Abenteuergilde von Moonstadt. Catherine wollte ja was von uns. Astrolabos ist ja fertig. Ja, was kann Catherine nur von uns wollen? Traveler. It so happens that a friend of yours asked me to pass on a message when I saw you. Someone left a message for us? Who could it be? My beloved retainer. Have you noticed that silver thread of which fate is woven, now twisting and twining itself around you? The Aug der Verurteilung das Großen Kaleido Phantasmus will be watching you. An der Schreibweise weiß man direkt, wer es ist. Und daher, dieser gesamte Part wird im Grunde nur wieder Gelaber werden. Ich entschuldige mich, aber es ist nicht nur Fische und Mona, die gleich noch dazu kommen wird, sondern wir haben auch Venti, Kasua und Xinjiang dabei, die nach dem Gespräch zwischen uns und Fischl noch auftreten werden. Also, hört es euch an. Es ist spaßig. Apologies. This message is unusually difficult to recite. Would you like to hear more? Definitely sounds like Fischl's note. What should we do? Also, ich habe schon auf dem europäischen Account das bisschen geskippt mit lassen wir das. Und da fasst sie einfach nur zusammen, geht zu der Kathedrale. Ich möchte jetzt gerne den Rest hören. We'll be watching you as you step into the glorious castle of the Nachricht. Come to me at once, swear an oath to me in my blessed name, and we shall journey together to the depths of the world. Anyway, to summarize, Miss Fischl asked me to ask you to go to the plaza in front of the cathedral. Please meet her there when you have the time. She said that she will be waiting for you. Oh, Fischl. Such a mystifying message for such a plain and simple request. Well, if Fischl's expecting us, then let's not keep her waiting. Let's head towards the cathedral plaza. Das war irgendwie unterwältigend, aber okay. Ja, je. Wisst ihr was für... There's still a long road ahead. Ja. Für die Zeit mache ich mal das Team ein bisschen so. Ist dann zwar nicht ganz so gut, aber... Wobei, wenn ich das hier so sehe, dreimal Elektro geht gar nicht. Einklang mit der Nemo-Kraft. Etwas her, seitdem wir die hatten. Sobald es mit der Hauptstory von Inazuma weitergeht, machen wir da auch weiter. Keine Sorge. Oder mache ich da auch weiter mit der Elektrokraft. Aber das hier gehört sich einfach. Ich möchte nicht dreimal Elektrokraft im Team haben. Das macht bei Geokraft vielleicht noch Sinn, aber nicht bei Elektro. There she is! And Mona, too! Oh, welcome, most loyal attendants of the Prinzessin. Fischl, die Prinzessin der Verurteilung. Und nein, ich werde das nicht mit einem amerikanischen Akzent aussprechen. Das könnt ihr sowas von vergessen. Ich meine,
es ist auch im Chinesischen, dass sie Deutsch spricht. Oder sie es versuchen, Deutsch zu sprechen. Was, naja, immer, was in etwa genauso gut funktioniert, wie wenn japanische Sprecher versuchen, Deutsch zu sprechen. Sorry, aber das ist halt das ist mit Cringe noch normalerweise sehr freundlich umschrieben. Nichts gegen japanische Sprecher, die mögen echt gut sein. Aber es hört sich halt an wie so ein Kind in der 3. Klasse, was gerade seine erste Englischstunde hat, wenn die versuchen, etwas auf Deutsch auszusprechen. Einfach nicht gut. Ich gebe zu, wenn ich versuchen würde, irgendwas auf Japanisch auszusprechen, würde es bei mir genauso sein. Und vor allem, wenn ich es innerhalb eines Satzes machen muss, der in einer anderen Sprache ist. Ne? Ich bin Fischl, Prinzessin der Verurteilung aus dem Immernachreich und bin dem Ruf des Schicksals gefolgt und hierher gekommen. Ich beobachte und webe die Fäden des Schicksals gemeinsam mit meinem Freund Oz Tag ein und Tag aus. Es tut mir leid, aber Fräulein Fischl, die Ermittlerin der Abenteurergilde von Mondstadt, spricht immer etwas schwer verständlich. Ein freundlicher Hinweis im Namen der Abenteurergilde. Bist du dir nicht sicher, was Fräulein Fischl meint? Bitte schaue im Fischl-Wörterbuch nach oder frage direkt ihren Begleiter Herrn Oz. Insgesamt ist Fräulein Fischl eine zuverlässige Ermittlerin. Ich wünsche euch eine gute Zusammenarbeit. Ich find's einfach lustig, dass die Frau ein eigenes Wörterbuch hat. Ich meine, klar, wir alle kennen das Wörterbuch Mann, Frau, Frau, Mann, aber wer braucht schon ein Wörterbuch für den eigenen Charakter? Ach je. Which one is it? Retainer or attendant? Make up your mind. My apologies. Mein Fräulein tends to use exaggerated expressions when she's in good spirits. Hey, Fischl! You were looking for us, right? Sounds like the fun started without us. What's got you in such a good mood? Ja, wir haben uns ja lange nicht gesehen, Leute. Mehr oder weniger. And so, the whisper of eternal night summons you back to my side. Splendid. What a blessed reunion. A boon from beyond the eventide. Come, partake of this joy with me, my subjects. Traveler, Paimon, it's a pleasure to see you again. Mein Fräulein and I extend to you our most sincere greetings. Paimon wants to say a proper hello too, but Paimon has no idea how to partake. A normal person in this situation would simply say, "Hi, traveler, how have you been?" Jetzt übernimmt Mona schon den Part von Oz, oder wie? Okay. Ja, ich hab das schon gesehen, aber es macht mich jedes Mal glücklich. Lasst mich. Danke, mir geht's gut. Nein, ich krieg's grad nicht hin. Sorry. The traveler and I are like intertwined stars in the vast galaxy. You of all people should very well know the fate foretold by this meeting. Precisely. Lady Magistus, please refrain from such unimaginative utterances. Lady what now? Du hast schon wieder einen neuen Spitznamen? Eigentlich nicht. Ihr Name ist ja eigentlich Mona Magistus. Also benutzen sie hier einfach nur ihren Nachnamen. Aber okay. Lady Magistus has long since become a citizen of the Nachricht. She has been serving as court archmage under one's command for some time now.
That's just my surname. Don't mind that. This is so embarrassing. You're here because Fischl asked Catherine to ask you to come, right? Indeed so, my archmage. Did even this appear in thy divination? Why, your powers are truly dangerous. For the love of... No, of course not. You told me yourself that you'd left a message with Catherine. Excuse me. Anyway, in my case, she practically beat the door down to get me to come along. Whatever she says, please don't be too astonished. Don't worry. We've been around the block. You can't phase us. Oh, faithful servants, one's homeland, the Nachricht, which bears the darkest of all fates, draws near to this world once more. Stand with me in anticipation, for the glory of our kingdom is nigh. What? Indeed. Only one's most faithful envoys are fortunate enough to be privy to this great revelation. The Nachricht is near Mondstadt. Ja, verstanden. Wir melden das mal sofort beim Ritterorden. No, please. That will be most unnecessary. I know it sounds absurd, but there's actually something behind this, I promise. Basically, what Fischl means is... Oh, Lady Magistus! All right. Honestly, look at me. A genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. The truth is that yesterday, Her Highness encountered the Spark Knight Klee outside of the city. Both being of great fame, they recognized one another instantly and began to converse. It was already getting dark, so, in that spirit of great compassion and care for which she is known, Her Highness personally accompanied Klee back to Mondstadt. On the way, Her Highness relayed to Klee the story of her origins. Upon hearing the tragic tale of the fall of Her Highness's homeworld, the tender-hearted Spark Knight inquired, with tears welling up in her eyes. Oh no! Is the Nachricht really gone? Won't it grow back? Oh, mortal, your sovereign's heart is touched by thy sincerity and sympathy. But nay, the Nachricht is an everlasting realm, and one day, it shall make its reappearance. Really? So how do we make your homeland grow back again? Oh, please tell me. Please, please. Since you inquire so earnestly, give unto me a tranquil haven. Promise me eternal admiration. Lend me both time and wind, and one shall revive one's homeworld. Could you cut the reenactment and just get to the point? Nein, macht In weiter. short, Klee gave Fischl an island to serve as the promised land where the Nachricht will appear. I didn't believe it either at first, but then I saw this letter. Eure Hoheit, die Prinzessin der Verurteilung aus dem Immernachtreich, die, by the way, jünger ist als meine Tochter. Gott, ich mein, Klee dürfte älter sein als Jean, oder? Ich hatte es ja schon mal gesagt, Klee ist offiziell laut MiHoYo 45 Jahre alt. Ich weiß nicht genau, wie alt Jean und Diluc sind, aber die scheinen... Aber ich würde die beiden eher so um die Mitte, Ende 30 schätzen. Vielleicht Euler so Ende 30, Anfang 40, höchstens 45. Ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ähnliches mit Lisa, die auch so um die 45. Also, naja. Ich bin eine Hexe, die in den Bergen von Teyvat unterwegs ist. Alte Schachtel trifft's eher. Ich habe mir nur deshalb erlaubt, euch zu schreiben, weil ich von meiner jungen Tochter gehört habe, dass euer großes Königreich zerfällt und ihr nach einer Möglichkeit sucht, es zu retten.
ich habe ihr direkt einen ganzen Satz neuer Bomben beschafft, mit dem sie dieses Werk ermöglichen kann. Wie auch immer, weit draußen vor dem Meer liegt der Goldapfel-Archipel. Also zumindest in dieser Version von Genshin Impact. In der nächsten Version ist es wieder weg. Wenn dieses herrenlose Land doch nur die Pläne des Immernachtreichs unterstützen könnte. Der einzig sinnvolle Satz in diesem Brief. Ja, ich habe immer noch was gegen Alice. Lasst mich. Providence has gifted Mein Fräulein with an excellent opportunity. Esteemed traveler, as Mein Fräulein's cherished retainer, you deserve to bear witness to this grand moment with us. This island looks kind of familiar. Ja, wir waren da schon mal. Quasi. Traveler, curtail thy umming and awing at once. The throne of the ihrer calls for me. Come, be my blade, clear the way, and witness what is to come. I think she just wants to invite you along to the island. That being said, I have a feeling that I'll be better off not performing any divination where that island's concerned. Huh? Why not? Klee is involved in this, which means her mother is probably involved, which means that old hag is involved. Thanks, but no thanks. Gott. Ich find's nice, dass sie immer noch Stress mit ihrer Meisterin hat. Wobei, wir wissen ja nicht mal, wer ihre Meisterin ist. Also. Nun ja, was braucht eure Hoheit von mir? You who have traveled to the farthest reaches of the world, fathom the celestial path of stardust in the palm of your hand, and witness raindrops converge and become one with the undercurrent of destiny. You, yes, you, Must chart the course that leads the way to the land promised to Mein Fräulein by fate. Oh, Fischl doesn't know the way there. Ey, und der Blick. Oh, der Blick von Melody, ey. Ich wusste es schon. Vergiss es, Barbara. Since thou asketh for our help, Paimon can telleth you that we are good friends with the Spark Knight Klee, the Guides of Destiny. Paimon, du. Oh je. Ihr seht es an den dicken schwarzen Rändern. Holt euch doch mal einen Tee. Lehnt euch zurück. Entspannt euch. Und lockert eure Lachmuskeln. Es wird der weitaus beste Teil dieses Gespräches nun kommen. Come on, just play along. Jawohl, ich bin der... Was? Jawohl, ich bin die Einzige, die das Sternenmeer überquert hat und die Tiefen des Abyss erschaudern ließ. Behold, the Watcher, the Guide, the Weaver of Dreams, the Traveler. Melody. Oh, excellent, most excellent. Anschließend tretet ihr eine halbe Stunde lang unter den schockierten Augen der Bewohner von Mondstadt auf. Traveler, since you say you know the way, we'll let you take us to the island. I mean, the Promised Land. Lady Magistus, überlasst es nur mir. Für ihre Hoheit, Prinzessin Fischl. Oh, good, fine, done. Right now, Lady Magistus needs to go home to pack her things and catch up on some sleep. Your Highness, your other distinguished selves, let's meet at the city gate at 9 o'clock tomorrow morning. Very well. Then it is settled. One blesses you with an undisturbed slumber, Lady Magistus. You too, traveler.
Main Fräulein means to say, good night. See you all tomorrow. About darn time! Good night! Bin ich der Einzige, dem der letzte Satz von Mona zu gewöhnlich war? Paimon's exhausted! You all have proper rules. How come Paimon has to be a clock on the wall in the royal palace? Cuckoo! It's 12 o'clock sharp in the immer Nachtricht! Ah. Die Reisenden haben ja leider nicht viele Gesichtsausdrücke, aber die sie haben. Naja, Paimon war offensichtlich die erste, die mit der Schauspielerei anfing. Je. Und mal by the way, ich würde mir unheimlich wünschen, wenn sich bei der nächsten Anime-Con ein Reisender, Mona und Fischl treffen und dann einfach die ganze Zeit so reden. Das wäre awesome, wenn es da so 3 Cosplayer gäbe. Aber ich weiß, ich glaube, das kriegt keiner so hin, oder? Anyway, since those islands are a pretty mind-blowing place, why don't we get some people with mind-boggling ideas to help us out? Kaya's mind works in mysterious ways. But no one in Mondstadt has ideas that boggle the mind quite like a certain somebody who's definitely going to be in the tavern at this hour. Come on, let's go rope him into helping us. Je. Ein Sommeraufenthalt am Meer 1. Nochmal, Urlaub auf dem Goldapfel-Archipel. Juhu! Aber... Nein. Also um 13 Uhr ist doch keiner in der Taverne. 18 Uhr allerfrühestens. Vorher wird das auch nix. Da weigere ich mich. Ach je. Hui. Hui. Ach, es ist einfach. Was gibt es Schöneres als derartige, Ach so, nee, das ist die kleine Insel. Was gibt es Schöneres als derartige kleine Unterbrechungen? Bop. Und ich weiß, es gibt Leute, die mögen Fische nicht eben genau wegen sowas. Ich feiere sie genau wegen sowas. Wegen mir findet es weird, aber... I'll keep this close. Aber es ist einfach... Es ist einfach großartig. We're here, tongue-deaf bard! Oh. What are they doing in Mondstadt? Well, look at that! You're really here. Come on, take a seat and join our delightful conversation. Wow, Traveler Paimon!
Speak of the devil, we were literally just talking about you. Truly a curious coincidence. Kazuha? Shinyan? What are you doing here in a Mondstadt tavern? And how'd you end up having to share a table with the tone-deaf bard? Tone-deaf bard? Now that's a fun stage name. It seems like you're a pretty well-known singer, fella. Though sadly not a rock and roll singer, or we could perform a duet. So, you all know each other. My newfound friends are my old friends' friends from afar. How fantastic. Oh, this is a rare opportunity indeed. Oh, we should form a poetry club and call it, the Free Poet Society, or something like that. Ja, also kleine Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Xinjiang hier ist eine Rock'n'Roll-Musikerin aus Liyue und ziemlich berühmt. Und Kadehara Kazuha, ja gut, wandernder Samurai, momentan mit der Krux unter Captain Beidou am Rumcruisen. Daher meinte Venti auch, dass es Freunde von alten Freunden aus anderen Ländern seien, weil die beiden eben aus Liyue und aus Inazuma kommen, eigentlich. Und damit eben Freunde von, und damit halt quasi wie de Zhongli und auch Rain Shogun sind, ne? Das wird in ein paar Monaten oder Jahren echt komisch, wenn auf einmal hier nicht nur 2, sondern 3, 5, 7 Leute sitzen sollten. Zusammen natürlich mit Venti und dem Reisenden. Den Reisenden. Paimon! Ach je. Seid ihr aus Liyue gekommen? Yeah, I felt like getting out and finding some new inspiration for my songwriting. Kazuha felt like going on a trip too, so we figured we'd travel together. Last month, Beto held a big booze-filled party called the Drink Till You Sink Championship, and she put me in charge of the music. That's where I met Kazuha. Although Xinyan can come across as unruly at times, her musical understanding is highly nuanced and original. Safe to say, our shared appreciation for music struck a chord in us both. Oh, you can say that again. In Kazuha's hands, even a leaf becomes an instrument. That makes him an expert among my friends. Starting from Liyue, we passed through Stone Gate and kept going till we came into Mondstadt. Then along the way, we saw this really awesome manor. It was something else. Oh yeah, we know the one. Our friend owns that place. Really? Y'all sure have a lot of friends. Well, whoever it is that lives in that fine place must be really loving life, huh? Guess so. Similar souls tend to attract each other. Traveler and Paimon, you must have exceptional taste, just like that friend of yours. Wow, you're too nice. Unlike some people who only ever seem to poke fun at Paimon. Ahem. By the way, do you know anything about the Iridescence tour? It's supposed to be huge. Rumor has it that all 7 nations of Teyvat are gonna be involved. Okay, keine Ahnung, nie gehört. Und ja, der Kerl in dem großen Herrenhaus ist natürlich Diluc. Und, ja. Keine Ahnung. Well, so far it's mostly just empty promises. Anyway, it's supposed to be a music festival. The organizer really did a number on me last time. They canceled on me. But I hear that they're still active. I'd love to give the festival another shot. But wouldn't you know it? The plans fell through again. How can they mess up this bad twice in a row? Music is all about inspiration. Maybe the organizers canceled the show because theirs dried up. But fear not, weary travelers, for your journey was not in vain. It has, after all, brought you here, to me, to the Temple of Music.
Your temple of music must have more than just good tunes. You're a bard, ain't ya? A song's gotta have a good story or it doesn't make the cut, right? Exactly. Ah, you understand the meaning of being a bard so well. To express my gratitude, I will even share one of these stories with you. Oh, you're a funny fella. Are all bards like you? I've met many bards during my travels, but none of them are as entertaining as you. I'm sure it all comes down to the richness of my imagination and, by extension, the poverty of theirs. And on that note, here is a fantastical tale that is sure to delight you all. Legends tell of an emerald isle in the middle of the ocean. There, the Dodo King and his people live a blissful existence. When a Dodoko is born, it dives into the water. Some learn to swim. Others are carried away by the waves, all the way to Mondstadt, where they befriend the children there. One Dodoko made a new friend in Mondstadt, the little Spark Knight. But the Dodo King did not approve. He demanded that the little knight come to the island and prove herself to him. So the little knight, together with her most important friend in the world, braved the wind and waves, finally reaching the middle of the ocean. But Dodo King was not there. Dodo King had lied. There was no trial by fire or interrogation. The little knight's mother, who was a mage, had built an entire summer city there as a gift to her daughter, along with this message. Summer is the season of love. It is the time for freedom and fun. So everyone, please sing, dance, and enjoy yourselves here. The end. Was für ein Zufall. Ich wollte gerade nach der Insel fragen und er kam mir zuvor. Oh, interesting. I now have the urge to visit that island myself. This is the thing about traveling. You can't plan ahead. Better to leave when the mood takes you and go where the heart leads. I'm glad you liked it. Well, there's wine on the table, and I have stories to tell. Seems like fate is feeling kind today. Here's to music. Come on, traveler. Don't worry, if you don't like wine, there's juice as well. In that case, I'll have a glass of juice. This one. I like the color. Unerklärlicherweise wurdest du angehalten und trankst mit allen einen Drink. Oh no! Kazuha! Uh-oh, this fella's drunk. But, wasn't he drinking fruit juice? More, more, please. Oops, I think I accidentally placed some fruity cocktails out there. My bad. Seriously? Anyway, guess it's time to talk about business after all that drinking. You came here because you need my help, I presume? Oh yeah, that's a good point. We didn't come here to drink. Lass uns alleine reden. Aber okay. Venti hat ihn betrunken gemacht. Ey. Dieser Bade ist echt... Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Kaso hat sich angehört wie ich, wenn ich betrunken bin. Und ich versuche irgendwas aufzunehmen. Gott. Kazuha? Kazuha! Oh, he just won't wake up. Looks like we're staying in the tavern tonight.
huh? Ja, okay. Ja, gut. Ich würde aber sagen, dass mit Venti, den Rest bereden wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin, Gruß, Zynas Fan.